Voll auf Sendung, endlich mal wieder. 2022 lässt grüßen. Herzlich willkommen zu einem neuen Test von Wetten TV und Subtrip. Wir haben uns jetzt hier mal den Starboard-Anzug, die neue Serie. Starboard hat 3 unterschiedliche Modelle produziert. Hier die High-End-Variante, also die Komplettausstattung, der Sprint. Ganz neue Serien, also wir haben den Blend, wir haben den All-Star, den kennt man von früher, und den Sprint. Bei dem Sprint werden 699 € veranschlagt. Also einmal zu den Details, wenn ich sage Komplettausstattung, was hat der Anzug denn alles? Wir haben Latexmanschetten an den Füßen und an den Händen, jeweils abgedeckt, jeweils nochmal anzupassen. Eben die Weite, genauso wie es hier an meinen Ärmeln ist, mit reflektierenden Streifen. Ganz wichtig, so werden wir eben auch gesehen, wenn wir einfach nur angestrahlt werden, selbst keine Leuchtquelle dabei haben, gerade in nebligen Bedingungen, die wir oft im Winter haben, sehr gut. Wir haben hier die Hüftverstellung. Als einziger Anzug hat er hier eine wasserdichte Tasche auf dem Oberschenkel, ganz praktisch von unten zu ziehen, beziehungsweise eben nach unten wieder zu ziehen. Dann kann ich es eben auch, ohne dass ich noch 2 Hände nutzen muss, zuziehen. Testen wir nachher auch, ob die wasserdicht ist und ob es so gut funktioniert. Die Verstellung im oberen Bereich wurde komplett überarbeitet, sodass es jetzt wirklich deutlich dichter sein soll als jemals vorher. Auch hier wieder ein leicht funktionierender Reißverschluss bis weit unten hin, ohne jeglichen Stopper, stoppt aber von alleine sehr gut, und ich kriege als Nutzer auch wirklich mit, dass ich den Anzug da oder den Reißverschluss da nicht weiter reißen sollte. Der Reißverschluss ist immer so das Tüpfelchen, wo man echt aufpassen muss, dass ich mir da den Anzug nicht kaputt mache, weil dann ist der meist eigentlich hin, weil das einfach auswechseln echt teuer wird. Im Vergleich zu den anderen beiden Anzügen, also dem Blend und dem All-Star, hat der Sprint eine Kapuze. Einmal verstellbar im hinteren Bereich. Und was wirklich als geiles, wie ich finde, geiles Feature dazukommt, muss natürlich jeder für sich beurteilen. Ich zeige es euch nachher, wie es angewendet wird. Ich habe hier auch noch mal einen Schutz, den ich davor machen kann, wenn ich die Kapuze aufhabe, um quasi gerade in Sturm, im Schneesturm oder sonstiges mein Gesicht noch mehr zu schützen. Und dann habe ich wirklich nur noch die Augenpartie frei. Nochmal ein Wärmeschutz plus. Einmal Inside Out, die andere Seite des Anzugs. Gewohnt auf den ersten Blick absolut sauberste Verarbeitung, wie wir es kennen von Starboard. Wir haben im Innenbereich eine Tasche mit Reißverschluss. Hier kein wasserdichter Reißverschluss. Und auf der anderen Seite einfach eine kleine, wie so eine Lasche, wo ich auch noch mal was reinlegen kann, wo es aber eben nicht gesichert ist. Also wenn ich mich über Kopf stelle, dann würde es rausfallen. Machen wir üblicherweise nicht so viel im Trockenanzug. Ansonsten schauen wir uns gerade in den kritischen Bereichen die Nähte an. Wie immer genäht, geklebt, getaped. Absolut 100% sauber, wirklich überhaupt gar nichts zu meckern, sondern absolut nur zu loben. Sauber. Beim Material setzt Starboard hier bis auf die Farben natürlich ganz neue frische Farben eingesetzt, aber ansonsten wie immer ein dreiteiliges Laminat. Das heißt, wir haben die Außenschicht, die Wind und Wasser komplett abhalten soll, Wasserdampf nur diffundieren lässt, darunter eben eine Folienschicht und darunter wieder eine angenehmere Schicht, dass es eben auf der Haut ein angenehmes Tragegefühl gibt. Das zusammenlaminiert ist dieses dreischichtige Material. 4-Wege-Stretch, also in alle Bereiche wirklich dehnbar, so dass ich diesen Anzug relativ wenig auf dem Körper spüre, auch wenn ich mich super aktiv bewege. Das merke ich hier genauso bei der Jacke, die eben genauso absolut bequem ist, wenn ich hochaktiv bin. Als erstes zum Test, jetzt waren wir einmal im Wasser, einmal aktiv den Anzug getestet. Als erstes kommt natürlich immer das Anziehen, der Anziehkomfort.
bei dem Anzug, wir haben durch den langen Frontzipper einen ganz offenen Einstieg. Die Manschetten, bei den Latexmanschetten muss ich eben aufpassen, nicht einfach von oben ziehen, dass sie nicht unten ausreißen. Deswegen muss ich einmal runtergehen an den Hacken, es rüberziehen. Das ist das Einzige, wo ich noch mal wirklich aktiv werden muss. Ansonsten heißt es reinschlüpfen, Arme rein, einmal über beide Schultern gezogen, super bequem und unheimlich fix. Bei der Bedienbarkeit, also wenn ich mich anziehe, muss ich natürlich den Reißverschluss greifen. Hier habe ich kein größeres Stück irgendwie, was ich gerade mit kalten Händen oder mit Handschuhen gut greifen kann. Ist mehr entscheidend beim Ausziehen als beim Anziehen. Beim Anziehen hast du hoffentlich noch warme Hände. Beim Ausziehen mit dann Handschuhen oder kalten Händen wird es dann schwieriger. Oben bei dem Klettverschluss muss man wirklich aufpassen, dass man den Klettverschluss nicht einfach nur gerade rüberzieht. Hilfreich ist es, wenn jemand einem das macht tatsächlich oder ein Spiegel zur Verfügung steht. Ansonsten eben darauf achten, dass der Klett wirklich, den man drüber zieht, unterhalb der Kante geschlossen wird und schön straff. Erstens, dass es angenehm anliegt, also leichten Druck schon am Hals zu spüren gibt und dass dem der Klett nicht überragt, weil es ansonsten am Hals wirklich unangenehm zu Scheuerstellen kommen kann. Dadurch, dass der Klett wirklich groß ausgeführt ist, also ein komplette L-Stück als Klettvariante gebaut ist, kann ich den wirklich sehr gut schließen, direkt über den Reißverschluss drüber und das spüre ich auf jeden Fall auch als Fahrer, dass hier ein angenehmer Druck da ist. Wie üblich machen wir uns natürlich vorher warm. Ihr habt schon gesehen, es wird auf jeden Fall an den ein oder anderen Stellen ist es enger. Starboard wie immer sehr taillierter Schnitt, Körper betont, was dann aber eben auch besser aussieht als der Kartoffelsack, der üblich ist. Ich merke einfach den Stoff, der stretcht schön, das heißt, es kneift nirgendwo wirklich stark. Im Vergleich zum sonstigen Test haben wir jetzt, hat Starboard eingeführt, die Tall-Version. Ich habe eine LT-Version getragen, die wirklich ideal für mich ist. Sie darf auf keinen Fall kleiner sein. Die reine L-Version wie die letzten Jahre wäre auf jeden Fall bei meiner Körpergröße von 1,84 m nicht mehr möglich. Dann ist entscheidend, wie beweglich bin ich denn in dem Anzug. Eben bei der Erwärmung haben wir es gesehen, völlig problemlos. Beim Paddeln, heute bin ich deutlich aktiver gepaddelt. Das sind einfach mit 3 Grad, es ist wirklich frisch draußen und die Thermobekleidung des Maleranzugs ist nicht besonders warm. Richtig aktiv paddeln, da merke ich auf jeden Fall ein leichtes Kneifen am Hintern, also weil es einfach dort relativ eng sitzt. Aber es ist nicht unangenehm, es fällt mir nicht auf, wenn ich mich nicht voll darauf konzentriere. Kann also wirklich sehr aktiv paddeln und der normale Paddler, der setzt seinen Oberkörper gar nicht so aktiv ein, gerade wenn es im Turnbereich ist und da treten wirklich gar keine Komplikationen auf, also da merke ich nichts, dass der Anzug irgendwo spannt. Entscheidend für einen Trockenanzug ist natürlich nicht nur, dass er mich trocken hält, sondern auch, wie ist es denn eigentlich bei kalten Temperaturen, wie fühlt es sich an? Gefühlte Isolation ist wirklich gut. Also trotz des Thermomaleanzugs, den ich drunter hatte, der einfach nicht zu erwähnen ist, habe ich bei 3 Grad draußen nicht gebibbert und gefroren. Üblicherweise kommt Uwe und macht mich noch mal ein bisschen warm, musste diesmal nicht. Also war es echt völlig in Ordnung. Und im Wasser natürlich, da merkte ich sofort die Kälte auf der Haut. Da war es schon fast so, als wenn ich im Wasser schwimme. Schnappatmung setzte ein. Da ist die Isolation nicht wahnsinnig hoch. Und dementsprechend ist es wichtig, wenn ihr bei kalten Temperaturen rausgeht, euch entsprechende Unterbekleidung anzuziehen. Jeder nach seinem Thermoempfinden oder Kälteempfinden eher entsprechend dick. Wir haben genügend Platz in dem Anzug. Auch wenn ich sage, der ist eng geschnitten, haben wir die Verstellmöglichkeiten. Dort habe ich es relativ eng gemacht, gerade an den Hüften, also an der Taille. Da ist auf jeden Fall noch Platz, an den Beinen war auch mehr als genug Platz, sodass ich wirklich Thermounterwäsche anziehen kann und entsprechenden Wohlfühlkomfort einstellen kann. Und als nächstes ganz entscheidend beim Trockenanzug, wie trocken hält er denn eigentlich? Als erstes haben wir die Tasche natürlich getestet, wie wir es immer machen. Ein Taschentuch hier rein. Wichtig immer bei den Anzügen ist oder bei den Reißverschlüssen bis zum letzten Anschlag den Reißverschluss zuzuziehen. Das passiert für Anfänger vor allen Dingen öfter mal, dass es am ersten Mal, wenn es schwieriger wird, gestoppt wird. Aber da ist noch mal so ein kleiner Klickmoment, so ein kleines Stück, was man weiterziehen muss, dass er wirklich bis zum Anschlag zu ist. Und jetzt hole ich das Taschentuch raus. Komplett trocken, also die Tasche auf jeden Fall absolut wasserdicht. An den Händen und Füßen haben wir Latexmanschetten, ohne Frage, die sitzen wirklich gut, sind jetzt für mich, ohne dass ich sie anpassen muss, absolut perfekt.
und dicht. Das ist ja das Wichtigste. Ansonsten sind hier kleine Ringe einstellbar. Wer eben etwas dickere Gelenke hat, dickere Beine, der muss die auf jeden Fall einstellen, dass sie nicht abschneiden, weil wenn sie wirklich noch mal richtig einschnüren, sorgt es auch dafür, dass die Durchblutung in den Extremitäten etwas geringer ist und das sorgt dafür, dass alle, also Hände und Füße, schneller kalt werden. Am Hals ist das nicht ganz so einfach. Das müssen wir euch genauer erklären. Und zwar, also ich habe schon gesagt, es ist grundlegend erstmal, fühlt sich super schön an, es schließt wirklich sauber ab. Ich habe hier vorne gar keine Luft drin, das ist so der neuralgische Punkt eigentlich, weil ich mich hier einknicke, da kommt eigentlich immer so ein kleiner Schwall rein. Das Gefühl hatte ich erstmal nicht bei dem Anzug, aber in dem Moment, wo ich die Kapuze aufhabe und alles dicht habe, super für Regenschauer, super für Sturm überhaupt, es ist wirklich dicht, es ist nur noch die Augenpartie draußen, es fühlt sich absolut kuschelig an. In dem Moment, wenn ich aber ins Wasser falle, sammelt sich natürlich in der Kapuze ordentlich Wasser. In dem Moment, wenn ich dann wieder aufs Brett steige oder eben raus aufs Ponton, geht dieser Schwall ungehindert einmal hinein. Und es fühlte sich wirklich so an, als ich aufs Ponton geklettert bin, als wenn hier der große Schwall runterkam. Wir haben es dann auch gesehen. Also ist es sinnvoll, bevor man wieder aufs Board klettert, einmal die Kapuze abnehmen. Das ganze Wasser, was sich gesammelt hat, löst sich zur Seite raus. Und ich habe das verhindert, dass hier auch irgendwas von oben noch mal reindrücken kann. Also grundsätzlich sei noch mal erwähnt, diese Konstruktion mit dem Frontzipper hat immer diesen neuralgischen Punkt, also die Schwachstelle, dass vorne natürlich immer Wasser eindringen kann und auch wird. Egal bei welchem Anzug, egal bei welchem Hersteller und wie gut dieses Konzept ist. Es trägt sich aber deutlich angenehmer als andere Anzüge, Wildwasseranzüge, die eben eine Latexmanschette haben, die ich über den Kopf ziehe, Reißverschluss am Rücken oder dergleichen. Die schließen zwar komplett, drücken aber deutlich mehr auf den Hals. Das ist für viele Leute unangenehm. Deswegen ist das eine gute Lösung und deswegen schreibt Starboard auch ganz klar, es ist ein Subsuit und kein Drysuit. Drysuits sind die, die wir im Wildwasser verwenden. Das Fazit, das Beliebte zum Schluss. Also Starboard bietet diesen Anzug in 3 Farbvarianten an, sowohl als Frauenschnitt als auch als Männerschnitt. Dann haben wir eben genauso 3 Modelle, das ganz einfache, den Blend für 4,99, wir haben den All-Star für 5,99 und den Sprint, also die Vollversion für 6,99. Und dafür bekommst du wirklich ein tolles Paket, massiv gute Ausstattung, Dichtigkeit ist super und der hochwertige Stoff, den Starboard schon immer verwendet, der das Bewegen einfach auch angenehm macht, wo ich kein Knistern habe, nicht das Gefühl habe, ich kann den Anzug auch hinstellen, sondern es ist wirklich beweglicher Stoff. Also rundum tolles Paket, tolle Verarbeitung und dementsprechend absolut seinen Preis wert. Für wen ist der Anzug eigentlich idealerweise geeignet? Der Preis von 6,99 € ist nicht wenig, allerdings Einstiegsmodelle im Trockenanzugbereich sind bei 450 bis 500 €. Die haben dann aber einen sehr steifen Stoff, hat den Vorteil, er ist robuster, dadurch, dass er sich nicht dehnt, dehnt sich die Membran darunter auch nicht und dadurch hält er wesentlich länger wirklich 100% dicht. Da muss ich bei flexiblen Stoffen immer aufpassen, also wer viel sitzt oder viel kniet, für den ist es eher ungünstig, sehr flexible, hochwertige Stoffe zu nehmen. Ansonsten ist gerade dieser flexible Stoff gut für eine hohe Aktivität, also eher nicht im Einsteigerbereich. Im Einsteigerbereich ziehe ich den Anzug noch mal grob an, also gerade wie bei uns in der Schule. Da sind Bewegungen noch üblich, die nicht unbedingt was mit Stand-Up-Paddling zu tun haben. Und deshalb soll der Anzug da auf jeden Fall robuster sein. Der Starboard-Anzug oder alle Anzüge von Starboard haben diesen hochwertigen Stoff und der ist natürlich etwas empfindlicher, gerade eben wenn es um Dehnung geht. Dafür habe ich einen viel, viel höheren Tragekomfort. Und der Anzug ist eben für die Bewegung im Stand-Up-Paddling gemacht und nicht zum Sitzen oder Anziehen oder dergleichen.